Vielen Dank. Ja. Wie kommt es zum Scheitern? Ich habe in Graz studiert, technische Chemie, Biochemie, habe immer einen Spleen gehabt, die Welt zu retten, war bei Greenpeace und WWF, Bio, Nachhaltigkeit immer ganz wichtig. Ja, war dann von der Uni aus Uni-Assistent, bin nach Wien gegangen, war in einem sehr schönen Forschungstrott, habe Nachhaltigkeit unter anderem und andere Themen weitergebracht, eher als Forscher, als Theoretiker, und bin dann 1-2 Jahre, nachdem ich schon Graz verlassen hatte, eigentlich 10 Jahre nachdem ich Graz verlassen hatte und nachdem ich mit einer Firma ein Patent entwickelt hatte, wo ich damals unterschrieben habe, dass ich 10 Jahre lang Abstand nehme, dieses nicht kommerziell zu verwerten, kamen tatsächlich genau nach 10 Jahren und einem Tag, wie auch immer, wo auch immer, Fortuna hat das mir absichtlich konstelliert, kamen Menschen auf mich zu und die haben gemeint, deine Doktorarbeit war jetzt 10 Jahre gesperrt, wir könnten ja jetzt daraus was Tolles machen. Und natürlich habe ich mir gedacht, cool, ja, das ist super, ich habe ja was entwickelt, ich kann ja was, also machen wir einen tollen Farbstoff. Und wir alle waren so wie Hühner, die geglaubt hätten, sie sind Adler und wir können fliegen. Also wir waren so ein bisschen aufgescheuchte, kleine, gackernde Hühner, die gedacht hätten, wow, yes, yes. Also heute darf ich sagen, wir waren so richtig dumme Karpfen, die in einen Haifischteich geköpfelt sind mit größter Freude. Und dann sind wir richtig aufgefleischt worden da drinnen. Ich kann da wunderbare Geschichten erzählen. Ich habe diese Geschichte verpackt, und zwar in 5 Etappen in die Heldenreise nach James Campbell. Da ist es ganz am Anfang so, dass man einen Ruf bekommt, eingeladen wird, einzutreten in jede Art von Heldengeschichte. Also ob das jetzt ein Scheitern ist oder ein Glück, das liegt ja ohne dies ganz nahe beieinander. Also der Ruf ist gekommen in Form von 2 Steirerbuben, die zu mir kamen und sagten, Herr Dr. Striegl, Sie haben da was entwickelt, und gleich waren wir da per Du, und ich sagte, komm, ich bin der Alfred und das machen wir jetzt. Ich war schon alt genug, sprich, Klammer auf, dumm genug, nicht einfach zu sagen, okay, da haben Sie ein bisschen das Know-how und ich brauche mich da jetzt nicht beteiligen, sondern ich gebe euch irgendwie mein Know-how und ihr macht das schon. Nein, ich war natürlich ein wenig gierig und ein wenig gewünscht, habe ich mal, ja, so eine industrielle Anlage, die tackert da vor sich hin, die druckt dann irgendwelche 1000-Euro-Scheine, 500-Euro-Scheine, und ich kann dann damit nachhaltige Projekte unterstützen. So, das war die ganz große Motivation. Ich habe da eine Druckmaschine industrieller Natur, und da drüben mache ich dann meine wunderschönen Nachhaltigkeitsprojekte für die Welt, wobei die Druckmaschine natürlich ökologisch und biologisch druckt und fair gehandelt ist, also eher eine ganz grüne Druckmaschine, nämlich eine Farbstoffproduktionsanlage. Ich bin eingestiegen, ich habe damals auch Geld mitgebracht und eingebracht, wenn man so will. Alles in allem haben wir bis zum großen Scheitern 13,5 Millionen Euro eingebracht in dieses Unternehmen, und ich habe mich da auf den Weg gemacht. Etappe 2, wir sind am Weg, die Weggefährten und ich. Da hat sich schon ein wenig Zweifel eingeschlichen. Wie können wir eigentlich gut das auf dem Markt platzieren? Da gibt es große Konkurrenten, aber wir waren immer noch glücklich. Wir machen ohne diesen den besten Farbstoff der Welt. Und mit diesem Farbstoff, da hat der Jörg Haider uns ja mal in den 1990er Jahren so ein mit Schildläusen gefärbtes spanisches Joghurt gezeigt, so dieses Igitt, rote Joghurt, das aus Cochenilläusen, also mit Tieren gefärbt ist. Das wollten wir gar nicht. Wir haben Farben hergestellt aus Holunder und aus Johannisbeere, und um das Erdbeerjoghurt zu färben, weil alle Erdbeerjoghurt sind gefärbt mit Holunder oder Johannisbeere, weil Erdbeerjoghurt ist aufgrund des Prozesses kackebraun.
Und das muss aber schön rot sein, und ist jedes Erdbeerjoghurt gefärbt. Auch das, ja, natürlich Erdbeerjoghurt ist gefärbt, aber es ist so getrickt gefärbt, dass man zuerst die Erdbeeren mit Holunder färbt, überhaupt nur 0,01% Holunder und 99,9% Erdbeeren. Deswegen sind es Erdbeeren, deswegen sind es trotzdem rot, wegen dem Holunder und nicht wegen der Erdbeere. Also, es ist aber okay. Tricks gibt es überall, wir machen mit, wir tricksen mit, wir färben mit und haben dann produziert. Das erste Jahr haben wir produziert, 2 Millionen Euro investiert also die Anlage selbst hat über 7 Millionen gekostet, aber wir haben investiert 2 Millionen Euro in die Produktion. Wir haben für 2 Millionen Euro Farbstoffe produziert und haben sie nicht verkauft, weil keiner diesen Farbstoff wollte. Und wir haben uns gedacht, wieso will keiner diesen Farbstoff? Wieso will keiner unseren Farbstoff? Ist der so schlecht oder riecht der oder was ist der gammelig oder was hat das? Also wir haben nur Business to Business gearbeitet, wir haben nur für Danone, Centis und die ganz Großen gearbeitet. Also da gibt es vielleicht so 3, 4 Dutzend in ganz Europa, die diesen Farbstoff wollen, und die haben alle dankend abgelehnt. Dabei hatten wir ein Jahr vorher schon Proben geschickt und haben da herumgeeiert und haben gesagt, na super, wenn ihr kommt, könnt ihr den Farbstoff. Okay, dann haben wir gedacht, boah, wir verkaufen keinen Farbstoff. Dann haben wir eingekühlt, tiefgekühlt und haben noch einmal 2 Millionen Euro locker gemacht und haben noch einmal eine Jahresproduktion auf Eis gelegt. Und nach 2 Jahren ist uns da einfach die Puste ausgegangen. Wir haben gesagt, boah, 4 Millionen Warenlager, keiner kauft uns diese Ware. Wir haben das dann ein paar chinesischen oder ein paar russischen Händlern verkauft, unter Preis. Also da war dann schon so richtig der Drachenkampf im Gange. Wer war der Drache? Boah, wir haben es nicht gewusst. Wer ist der Drache, gegen den wir kämpfen? Gegen den Markt, gegen ein Kartell, gegen den Mitbewerb? Hätte ich das Wissen von heute, würde ich zum Gericht gehen. Damals habe ich das Wissen nicht gehabt. Ich war ein Karpfen im Haifishteich. Es gab im Grunde nur 3 Mitbewerber, und diese 3 Mitbewerber haben sich den europäischen Markt so gut aufgeteilt, dass man das locker einmal an einem Nachmittag in St. Wolfgang am Wolfgangsee besprechen kann. Was auch tatsächlich passiert ist, hat man mir nachher gut noch erzählt, 5 Jahre später. Und dass man gesagt hat, die Greenhorns, die lassen wir anrennen. Die haben uns auch wirklich anrennen lassen. Und wir haben diesen Kampf gekämpft, haben den Kampf verloren und haben dann, nachdem wir 13,5 Millionen Euro investiert hatten, für 1 Euro dieses ganze Ding, diese Firma, dieses Warenlager und dem Mitbewerber überantwortet. Für die Möglichkeit, selbst ohne Konkurs und ohne große Schulden aus diesem Dilemma, an diesem Schlamassel wieder auszusteigen. Das war eine ganz große Erlösung. Bis dahin ist ganz viel vorgefallen. Ich habe Menschen noch nie so raubtierhaft gesehen, und zwar Menschen in den eigenen Reihen. Die Mitbewerber waren immer smart, waren immer nobel, waren immer distinguiert, war alles toll. Menschen, denen selbst an den Kragen geht, im eigenen Schiff, die meutern, die haben mich als Geschäftsführer abgesetzt, dann habe ich mich aufgrund von Turbulenzen als Aufsichtsrat wieder eingesetzt und ein Hin und ein Her. Da lernt man Menschen kennen, wirklich gut kennen. Man lernt sie wirklich bis aufs Blut kennen. Ich habe damals meine Ex-Frau auch bis aufs Blut kennengelernt und habe über Nacht für 1 Euro als Aufsichtsratsvorsitzender unser Werk verkauft an den Mitbewerb. Da sind wir dann alle an die Gurgel gegangen, alle mit Kompagnons, mit der Hoffnung, das wird man schon verstehen, das ist noch der kleinere Schaden. Da hat jeder von uns nur so ein paar 100.000 Euro bis zu 1-2 Millionen Euro Schaden, weil das, was wir an Eigenmitteln eingebracht hatten, war natürlich dann weg. Aber niemand war dann mit den Schulden dieser Firma belastet, mit einem Konkurs zum Beispiel. Also war das für mich die Lösung.
ich habe dort in einer Elefantenrunde unterschreiben lassen, dass man sich an mir schad- und klaglos hält, wenn ich als Aufsichtsratsvorsitzender das unterschreibe, diesen Verkauf, dem musste ich zustimmen. An mir muss man sich aber schad- und klaglos halten. Und das hat mehrere Wochen gedauert, dass diese Unterschriften da war, dass man sich an mir schad- und klaglos hält. Die anderen haben diese an sich schad- und klaglos halten Unterschriften nicht gemacht und die Prozesse liefen dann noch 8 Jahre. Das heißt, ich war vor ungefähr 4 Jahren das letzte Mal als Zeuge vor Gericht wegen dieser Sache. Man kann sich da wirklich auch gut miteinander befetzen. Ich bin da aus dem herausgekommen, bin heimgekehrt. Der 5. Schritt, wenn man da was lernt, aus einer tiefen Verletzung, Verwundung, bin wieder heimgekehrt in mein ursprüngliches Feld, in mein Feld der Nachhaltigkeit, habe Unternehmen weiterhin begleitet, habe wunderbare Initiativen mit aufbauen dürfen, Pioneers of Change zum Beispiel, kann ja schöne einzelne Projekte entwickeln, eine eigene kleine Firma, Plenum aufgebaut. Ja, schöne Dinge weiterhin gemacht. Damals ist die Ehe gescheitert, ein paar Freundschaften sind auseinandergegangen, neue sind geknüpft worden. Bin wieder gut da, bin wieder gut im Leben, bin sehr glücklich verheiratet ein zweites Mal. So verrückt darf man sein, dass man sich auch noch einmal traut. Es hat mich also so weiter hinaufgebracht. Es hat mich noch einmal in eine ganz neue Sphäre gebracht. Ja, es hat mich schon ein wenig klüger gemacht, weiser gemacht. Ich habe Geldarbeit gemacht zum Beispiel, ich habe Geldpsychologie dann gemacht, auch ganz etwas Wichtiges, weil Geld ein großes Tabu ist. Geldpsychologen sagen sogar, es ist weniger geöffnet, dieses Feld, Tabufeld Geld, als zum Beispiel Sexualität oder Tod oder was auch immer. Hier ist man noch eher im sozialen Austausch und im Lernen. Man hat ein Alphabet dafür, aber Geld, das ist was ganz was Seltsames. Geld ist Existenz. Und wenn die Existenz dranhängt an dem Thema Geld, wenn das Geld plötzlich weg ist, dann ist die Existenz weg. Da ist natürlich das eine Chimäre, klarerweise. Es hat mir geholfen, hilft mir, runder zu werden, ganzer Mensch zu werden. Ich habe viele Dinge neu gelernt. Ich habe damals sowohl Therapie machen dürfen, für mich, für mein Scheitern, als auch im Therapeutischen selbst ein klein wenig hineinzuschnuppern, Coaching-Ausbildung gemacht, Leadership-Training gemacht und andere Dinge, die ich jetzt auch wieder gut anwenden kann. Also als Mensch bin ich runder geworden, bin ich klarer geworden, bin ich stabiler geworden. Ja, eine liebe Lehrmeisterin, die ich habe, die meint, also, man darf diesem dunklen Geschenk, das einem ins Leben eingeschenkt wird, das mit dunklem Papier auch eingepackt ist, darf man auch letztlich sogar Danke sagen. Und ja, ich möchte diesem Scheitern Danke sagen. Ja, danke.